Vor ihrem Fenster wächst gerade ein Unkraut. Zwischen den Pflastersteinen ihrer Einfahrt, entlang des Gartenweges. Sie haben es schon 1000-mal gesehen. Wahrscheinlich haben Sie es schon 1000-mal herausgerissen. Was Sie nicht wissen, dieses unscheinbare Gewächs enthält mehr Omega-3 Fettsäuren als ein Stück frisch gefangener Lachs, pro Blatt, wohlgemerkt, nicht pro Kilogramm. Es hat 4 Jahrtausende überdauert, den Fall von Imperien überlebt, und 2022 entdeckten Wissenschaftler der Universität Yale, dass es etwas tut, was nach den Gesetzen der Pflanzenbiologie schlicht unmöglich sein sollte. Die Agrochemieindustrie investiert jährlich Milliarden, damit sie nie erfahren, wie dieser Pflanzenname lautet. Im Jahr 1050 vor Christus vergrub jemand im nördlichen Griechenland ein Tongefäß voller winziger schwarzer Samen, jeder kaum einen Millimeter groß. Als Archäologen das Gefäß 3 Jahrtausende später öffneten, wuchs dieselbe Pflanze vor dem Eingang zum Ausgrabungsgelände zwischen den Steinen. Im 7. Jahrhundert vor Christus taucht sie im samischen Herion auf, einem der bedeutendsten Heiligtümer des antiken Griechenland. Theophrast, der Vater der Botanik, schrieb Anbauanleitungen für sie. Die Römer kultivierten sie auf 3 Kontinenten. Mittelalterliche Europäer aßen sie täglich. In einer Handelsstatistik aus dem Jahr 1288 über Mailand erscheint sie nicht als Rarität, sondern als Grundnahrungsmittel. Diese Pflanze ist der Portulak. Portulaca oleracea, das Unkraut in ihrer Einfahrt. Im Jahr 1960 startete der Physiologe Ansel Keys die 7-Länder-Studie und verfolgte 12.763 Männer über 5 Jahrzehnte. Die Bauern auf Kreta aßen Diäten mit einem Fettanteil von über 35%. Nach der damaligen Ernährungswissenschaft hätten sie reihenweise an Herzinfarkten sterben müssen. Stattdessen hatten sie die niedrigste Herzsterblichkeit aller untersuchten Populationen. 20 Jahre lang schrieben Wissenschaftler das dem Olivenöl zu. Dann kehrte ein neues Forscherteam zu den eingefrorenen Blutproben zurück und suchte nach Omega-3 Fettsäuren. Die Kreter hatten 3-mal so hohe Spiegel wie die Niederländer, aber sie aßen nicht 3-mal so viel Fisch, sie aßen täglich Portulak. Das gesamte Nahrungssystem der Insel lief auf einer Pflanze, die wild auf jedem Feld wuchs. Dr. Artemis Simopoulos analysierte Portulak 1992 und veröffentlichte Zahlen, die zunächst niemand glauben wollte. 300 bis 400 Milligramm Alpha-Linolensäure pro 100 Gramm Frischblätter. Das ist 5 bis 7 Mal mehr als in Spinat, 15 Mal mehr als in Eisbergsalat. Es ist die höchste je gemessene Konzentration an Omega-3 Fettsäuren in einem Gemüse überhaupt. Und Landpflanzen produzieren normalerweise keine EPA, keine Eicosapentaensäure, die Marine Omega-3 Fettsäure aus Fisch und Algen. Portulak produziert EPA. Nur in Sporen, aber produziert sie. Portulak enthält außerdem 7-mal mehr Vitamin A als Spinat, 6-mal mehr Beta-Carotin als Karotten, dazu Melatonin, Glutathion, Kalium, Magnesium und Calcium. Die Lion-Herz-Studie brachte die härteste Überprüfung. 605 Patienten, alle Herzinfarkt, Überlebende. Die Hälfte auf der damals üblichen fettarmen Herzdiät. Die andere Hälfte auf einer mediterranen Diät, reich an Portulak, Walnüssen und Omega-3. Nach 5 Jahren zeigte die Portulak-Gruppe 70% weniger Todesfälle. Nicht weniger Herzinfarkte, wohlgemerkt. 70% weniger Todesfälle aus allen Ursachen zusammen. Die Studie wurde vorzeitig abgebrochen, weil es als ethisch nicht vertretbar galt, die Kontrollgruppe weiter auf der Standarddiät zu belassen. Bleiben Sie bei mir. Was als nächstes kommt, erklärt, warum Sie das wahrscheinlich noch nie gehört haben. Auf Kreta war Portulak nicht nur Salat, er war Teil eines ganzen Kreislaufs. Die Hühner fraßen Portulak, die Ziegen fraßen Portulak. Die Eier dieser Hühner enthielten messbar höhere Omega-3 Werte als Eier aus konventioneller Haltung. Das Fleisch der Ziegen war anders zusammengesetzt als das von Tieren, die Kraftfutter bekamen. Die Menschen aßen die Eier, das Fleisch, die Milch, den Käse und dazu noch den Portulak selbst. Das gesamte Nahrungsnetz dieser Insel war durchdrungen von einer einzigen Pflanze, die niemand gepflanzt hatte, weil sie überall von allein wuchs. Als die Forscher versuchten, den Effekt zu isolieren, stellten sie fest, dass es unmöglich war. Es war nicht eine Zutat,
Es war ein System. Warum sind Omega-3-Fettsäuren so entscheidend? Das Gehirn besteht zu 60% aus Fett. Ein erheblicher Teil davon, die Omega-3-Fettsäure DHA. Jede Nervenzellmembran braucht DHA, um flexibel zu bleiben. Wenn DHA fehlt, werden die Membranen steifer. Die Kommunikation zwischen Nervenzellen verlangsamt sich, Entzündungsprozesse nehmen zu. Das manifestiert sich als Konzentrationsschwäche, als Stimmungstiefs, als beschleunigter kognitiver Abbau im Alter. Die ursprüngliche menschliche Ernährung hatte ein Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 von etwa 1:1. Heutige westliche Ernährungsweisen erreichen Verhältnisse von 15:1 bis 20:1. Portulak enthält ein Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis von unter 0,5:1. Ist eine der wenigen Landpflanzen, die dieses Gleichgewicht in Richtung weniger Entzündung verschieben. Im Jahr 2022 veröffentlichte Dr. Erika Edwards an der Yale University Forschungsergebnisse, die das Fundament der Photosynthesewissenschaft erschütterten. Portulak gedeiht in extremer Trockenheit und wächst dabei schneller als fast jede andere Pflanze. Die meisten Pflanzen nutzen C3, Photosynthese. Mais entwickelte Schwier, das höhere Temperaturen verträgt. Kakteen nutzen den Keimmechanismus, Poren nachts öffnen, tagsüber versiegeln. Das macht sie trockenheitstolerant, aber sehr langsam wachsend. Man wusste, Portulak beherrscht beides. Die Annahme war, nutzt eines in bestimmten Blattregionen und das andere in anderen. Als das Yale-Team die Genexpression einzelner Zellen kartierte, entdeckten sie, beide Systeme arbeiteten in denselben Zellen gleichzeitig. Zwier tagsüber für Wachstum, kam nachts für Trockenheitsschutz. Edwards sprach von einer sehr seltenen Merkmalskombination, die eine Art Superpflanze erzeugt. Keine andere Art auf der Erde macht das. Stellen Sie sich einen Motor vor, der gleichzeitig mit Benzin und Strom läuft, nicht abwechselnd, sondern in derselben Brennkammer. Das ist Portulak auf Zellebene. Überlebt mit einem Fünftel des Wasserbedarfs von Mais. Wächst in Böden, die die meisten Nutzpflanzen abtöten würden. Eine Pflanze produziert 200.000 Samen. Jeder Samen bleibt bis zu 40 Jahre lebensfähig. Und genau deshalb hat die Herbizidindustrie ihm den Krieg erklärt. Der globale Herbizidmarkt erreichte 2024 ein Volumen von 40 Milliarden Euro. Bayer und Syngenta verkaufen Produkte, die speziell dafür entwickelt wurden, Portulak abzutöten. Nicht weil Ökosysteme schädigt, sondern weil sich nicht kontrollieren lässt. Sie können ihn nicht patentieren. Sie können sein Saatgut nicht steril machen. Jede andere Omega-3-Quelle ist ein kontrollierter Markt. Fischölkapseln kosten 20 Euro pro Flasche. Portulak wächst kostenlos in jedem Klimabereich. Deutschland erlebt diese Realität bereits. In Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Teilen Bayerns haben die letzten Jahre Dürreperioden gebracht, die vor 20 Jahren als Ausnahmeereignis gegolten hätten. Grundwasserspiegel sinken. Böden verdichten sich. Traditionelle Kulturpflanzen geraten unter Druck. Und in genau diesen gestressten Böden, in den Rissen und Fugen, in den ausgetrockneten Beeten, wächst Portulak ungerührt weiter. Sein Keimmechanismus, der die Kohlendioxidspeicherung auf die kühleren Nachtstunden verlagert, macht ihn unter Stressbedingungen sogar produktiver. Die Pflanze, die wir am aggressivsten bekämpfen, ist die, die am besten an unsere Zukunft angepasst ist. Es gibt in Deutschland eine wachsende Bewegung von Gärtnern, die das erkannt haben. Sie nennen es den wilden Garten, das bewusste Zulassen von Pflanzen, die früher als Unkraut galten. Löwenzahn, Brennnessel, Giersch und zunehmend auch Portulak. Diese Bewegung ist nicht romantisch motiviert, sie ist pragmatisch. Pflanzen, die ohne menschliches Zutun überleben, sind evolutionär erprobt. Sie sind robust, nährstoffreich und anpassungsfähig. Stellen Sie sich eine griechische Bäuerin vor, die Mitte der 1960er Jahre auf Kreta lebt. Eleftheria, 64 Jahre alt, kocht dreimal täglich mit Portulak. Morgens im Frühstück, mittags im Eintopf, abends als Beilage mit Olivenöl und Zitronen. Sie würde Ihnen nicht sagen können, was Omega-3 Fettsäuren sind. Aber als Ansel Keys Team die Gesundheitsdaten ihres Dorfes aufnimmt, sind die Ergebnisse so außergewöhnlich, dass die Forscher glauben, sie hätten einen Messfehler gemacht. Keine Fehler. Eleftheria und ihre Nachbarn sind schlicht gesünder als Bevölkerungen,
die nach den modernsten ernährungswissenschaftlichen Empfehlungen leben. Eleftheria wurde 91 Jahre alt. Sie kochte bis zu ihrem letzten Lebensjahr. Ihre Blutwerte zeigten ein Entzündungsprofil, das einem 45-Jährigen entsprach. Das war keine Genetik, das war keine besondere Disziplin. Das war eine Küchentradition, die über Generationen weitergegeben wurde, verkleidet als etwas, das man ebenso macht. Das ist der Kern dieser Geschichte. Wir haben nicht etwas Neues entdeckt. Wir haben etwas vergessen, was andere Kulturen nie vergessen haben. Und das vergessene Wissen wächst buchstäblich vor unserer Haustür. Portulak-Samen aus Massachusetts wurden auf 2500 Jahre datiert, Samen in Kentucky auf 800 vor Christus. Ureinwohner Nordamerikas hatten ihn gemeinsam mit Sonnenblumen und Kürbis kultiviert, lange bevor ein Europäer den Kontinent betrat. Zwei Bevölkerungen, durch einen Ozean getrennt, hatten unabhängig voneinander beschlossen, dass diese Pflanze unverzichtbar ist. Indien isst Portulak täglich und nennt ihn Kulfa. In Griechenland heißt er Glistrida. In der Türkei und im gesamten Nahen Osten erscheint er in Metzeplatten. In China wird er seit Jahrtausenden als Mascheng kultiviert. Die Hälfte der Welt hat nie aufgehört, ihn zu essen. Die andere Hälfte wurde systematisch dazu gebracht, ihn zu vergiften. Wenn Klimamodelle projizieren, wo Nutzpflanzen als erstes versagen werden, zeigen sie auf Semi-Arid Zonen. Deutschland erlebt längere Trockenperioden. Mais und Weizen brauchen 500 bis 750 mm Jahresniederschlag. Portulak schließt seinen Lebenszyklus mit 150 mm ab. Soja stellt bei 35 Grad Celsius die Photosynthese ein. Portulak beschleunigt sie. Die Lösung für die kommende Ernährungskrise wächst bereits zwischen unseren Pflastersteinen. Denken Sie kurz darüber nach, wie medizinisches Wissen in die klinische Praxis gelangt. Welche Forschung wird finanziert? Für eine Pflanze wie Portulak, die sich weder patentieren noch vermarkten lässt, gibt es keine Pharmafirma, die Millionen in klinische Studien investiert. Es gibt keine Lobbygruppe, die Hausärzte auf Kongressen informiert. Die Forschung existiert, und sie ist überzeugend, aber sie konkurriert mit einem System, das strukturell bevorzugt, was sich monetarisieren lässt. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist Ökonomie. Und es ist der Grund, warum Ihr Hausarzt wahrscheinlich mehr über das neueste Blutdruckmittel weiß, als über die 7-Länder-Studie. Es ist auch der Grund, warum in keinem Wartezimmer in Deutschland ein Flyer über Portulak liegt, obwohl die Datenlage mindestens so überzeugend ist wie die für manches Nahrungsergänzungsmittel, das in der Apotheke neben der Kasse steht. Das Wort Unkraut ist übrigens eine Entscheidung. Es beschreibt keine botanische Eigenschaft, sondern eine menschliche Einordnung. Portulak ist ein Unkraut, weil wir ihn für eines erklärt haben. Keine dieser Einordnungen ist naturgegeben. Alle können revidiert werden. Wenn wir aufhören, Portulak als Problem zu behandeln und anfangen, ihn als das zu betrachten, was er ist, nämlich eine nährstoffreiche Nahrungspflanze mit einer 4000-jährigen Geschichte, dann verändert sich etwas in unserem Verhältnis zur Natur, die uns umgibt. Sie wird wieder zu etwas, mit dem wir kooperieren können. Lernen Sie, Portulak zu erkennen. Er hat dicke, rötliche Stängel und saftige, spatulförmige Blätter, die flach am Boden wachsen. Die Stängel sind glatt, niemals behaart. Wenn Sie einen brechen, ist er innen saftig und fast durchscheinend. Die Blüten sind winzig und gelb, meist zwischen den Blättern versteckt. Hören Sie auf, ihn zu vergiften. Ernten Sie ihn jung, wenn die Blätter noch zart sind. Essen Sie ihn roh in Salaten, er hat einen leicht zitronigen, leicht salzigen Geschmack. Dünsten Sie ihn wie Spinat mit etwas Olivenöl und Knoblauch. Lassen Sie einige Pflanzen im Spätsommer aussamen und sammeln Sie die winzigen schwarzen Samen. Eine Pflanze reicht für einen ganzen Garten im nächsten Jahr. In der türkischen Küche wird Portulak klassischerweise mit Naturjoghurt und Knoblauch zubereitet. Kurz andünsten, mit Salz abschmecken, auskühlen lassen, mit griechischem Joghurt und einer zerdrückten Knoblauchzehe vermischen. Ein Gericht, das in Anatolien seit Jahrtausenden so auf den Tisch kommt und in keiner Weise nach Gesundheitskost klingt, weil es schlicht gute Küche ist. In der griechischen Küche kommt er in Horta, das Blattgemüsegericht, das auf der ganzen ägäischen Küste serviert wird. In Mexiko wird er als Pferdelager mit Knoblauch und Chili angebraten. Wenn Sie lieber auf der sicheren Seite bleiben möchten, Portulak ist in einigen Bioläden und auf Wochenmärkten erhältlich, manchmal auch als Sommerportulak.
Wächst zwischen Mai und September überall in deutschen Städten, wenn man einmal gelernt hat, ihn zu sehen. Nehmen Sie nur Pflanzen von Stellen, an denen Sie sicher sind, dass sie nicht mit Herbiziden behandelt wurden und nicht in der Nähe stark befahrener Straßen wachsen, und geben Sie dieses Wissen weiter. Jede Person, die lernt, Portulak zu erkennen, ist eine Person mehr, die aufhört, Lebensmittel als etwas zu betrachten, das ausschließlich aus dem Supermarkt kommt. Eine Person mehr, die versteht, dass die nährstoffreichsten Pflanzen der Erde oft genau diejenigen sind, die wir trainiert wurden zu vernichten. Die Herbizidindustrie möchte nicht, dass Sie wissen, dass die reichste Omega-3-Quelle in Ihrer Einfahrt wächst. Die Nahrungsergänzungsmittelindustrie möchte nicht, dass das Produkt für 20 € pro Flasche überflüssig wird. Die Agrarindustrie möchte nicht, dass die Superpflanze, die sie zu züchten versucht, bereits existiert. Sie heißt Portulak. Sie ernährt Menschen seit 4000 Jahren, und sie wächst gerade in ihrer Einfahrt, das Tongefäß aus dem Jahr 1050 vor Christus. Die winzigen schwarzen Samen. Die Pflanze, die draußen vor dem Ausgrabungsgelände wuchs. Dieselbe Pflanze. 3 Jahrtausende. Portulak wartet nicht darauf, dass wir ihn entdecken. Er ist schon da. Er war immer da. In jeder Epoche der Menschheitsgeschichte, in der jemand aufmerksam genug war, hat er sich als das erwiesen, was er ist. Eine der bemerkenswertesten Pflanzen, die dieser Planet hervorgebracht hat. Die Frage ist nicht, ob Portulak überleben wird. Das wird er, mit oder ohne uns. Die Frage ist, ob wir diesmal aufmerksam genug sind, ihn nicht wieder zu übersehen. Bitte beachten Sie. Diese Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und ersetzen keinesfalls den Rat Ihres Hausarztes oder einer medizinischen Fachkraft.